Ja, also die To-Do-Liste, die wir in Chiang Mai abzuarbeiten hatten, war einfach riesig. Wir haben jeden Tag an den Computern gesessen und haben geschrieben, haben Videos editiert, haben den Blog verbessert, optimiert. Es war ein Haufen Arbeit, aber wir hatten zwischendurch auch ein bisschen Zeit durchaus, um die Stadt noch weiter zu erkunden. Wir haben ein paar Radtouren gemacht durch die Stadt und vor allem sind wir halt auf den Märkten unterwegs gewesen. Chiang Mai ist einer der Orte in der Welt mit der größten Vielfalt an Obst und Gemüse. Man bekommt auf den Märkten wirklich so gut wie alles. Also Mangos, Papayas, Bananen, Avocados, Drachenfrüchte. Und ja, es ist natürlich immer auch ein wildes Getummel da und es gibt immer viel zu sehen. Manchmal nicht so schöne Sachen, aber in den meisten Fällen waren wir doch immer sehr zufrieden mit unseren Einkäufen. Alles super frisch, super lecker. Hat so viel Spaß gebracht, da auf den Märkten unterwegs zu sein. Mit den Einheimischen dann hin und her zu feilschen, um die besten Preise und die beste Qualität zu bekommen. Mega genial. Gut, ja, was haben wir? Minze. Diverses Grünzeug für Smoothies und ja auch zum Kochen. Sprossen. 2 Kilo Mandarinen, Avocados, frischen Kurkuma, Blumenkohl, Karotten, Auberginen, Limetten, kleine Maiskölbchen, Tomaten, Mangos, 2 unterschiedliche Sorten. Die hier sind auch schon reif, die sind grün, aber sind auch weich und reif. Pak Choi, 1 Kilo, noch mehr Sojasprossen, Passionsfrucht, genau, Drachenfrüchte, Kokosmilch. Und irgendein Obst, was wir zum ersten Mal gekauft haben zum Probieren. Genau, die Dinger. Kann man nachher gleich mal gucken. Knoblauch haben wir auch noch gekauft, ja. Die Kokosnüsse und Bananen. 3 fette Bünde für Smoothies. So, alles verstaut. Voll der Kühlschrank. Besten Sachen. So, 6 Wochen neigen sich dem Ende zu. Sind wusch vorbeigezogen. Jupp, heute ist unser letzter Tag in Chiang Mai. Wir hatten eine ziemlich tolle Zeit hier, haben echt gut was geschafft am Blog und an YouTube. Und in dem Buch über den Iran, was dann jetzt hoffentlich auch schon veröffentlicht ist, wenn dieses Video rauskommt. Genau zusammengeschnitten ist. Da sind die ganzen Links auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung von dem ganzen Zeug, was wir hier geschafft und erledigt haben. Alles gut geklappt, war eine tolle Zeit und jetzt gehen wir noch einmal ein letztes Mal auf den Nachtmarkt und holen uns ein bisschen was zu essen. Sehr gut. Einen schönen Mango-Smoothie. Einmal Wassermelone. Prösterchen. Ja, es fühlt sich immer wie nur ein Start, wenn man so lange irgendwo war. Und sind wir jetzt so super aufgeregt, ich auf jeden Fall irgendwie. Obwohl wir das eigentlich alle schon kennen, aber trotzdem ist es wie das erste Mal. Gut, die ersten Kilometer sind geschafft. Wir sind jetzt auf dem großen Highway, der aus der Stadt herausführt. Und ich glaube, es geht ein paar Kilometer jetzt so weiter. Und dann werden wir nachher auf eine kleinere Straße kommen. Und ja, auch wieder richtig in die Natur fahren.
Es geht auf jeden Fall ein bisschen bergauf. Nächste Station ist Chiang Rai. Das sind ungefähr 200 Kilometer von hier. Gucken wir mal, wir werden wahrscheinlich dann übermorgen oder so dort ankommen. Es geht ordentlich zur Sache. Es ist echt hoch und runter, hoch und runter. Und der Thermometer zeigt 40 Grad. Nicht nachmachen. So, es ist ja 2:30. Wir machen eine kurze Pause und wollen euch einmal zeigen. Wir haben nämlich ein bisschen neues Equipment am Start. Uns in Chiang Mai organisiert. Und das fängt einmal an mit meinem T-Shirt, was jetzt einmal gerade richtig schön durchgeschwitzt ist. Das ist eins von 4 Sachen, die wir von dieser Firma haben. Die Firma heißt Wild. Die kommen aus Deutschland und das sind T-Shirts und Pullover haben wir von denen bekommen. Die sind aus Holz. Also das ist Holzfaser, die quasi in einem speziellen Prozess zu so einem Stoff verarbeitet wird. Und das ist super weich, super antibakteriell. Wir haben das in Chiang Mai schon irgendwie, ich glaube 2 Wochen oder so hatte ich das T-Shirt am Stück an. Es hat nicht gestunken. Und jetzt auch in der Hitze fühlt es sich echt richtig angenehm an. Also wir werden das noch ein bisschen weiter testen, aber ja, ich glaube, das ist schon eine Empfehlung von uns. Die sind echt schon ziemlich cool. Habe ich neue Lenkergriffe, die habe ich mir auch in Chiang Mai gekauft. Einmal hier die ganze Größe und hier rechts mussten wir das ein bisschen abschneiden wegen der Rohlaufschaltung. Aber es ist trotzdem, auch wenn es ein bisschen komisch aussieht, sehr gemütlich. Das passt auf jeden Fall. Gut, ja, dann das Allergeilste, glaube ich. Wir haben uns Klappstühle gekauft. Ich weiß nicht, wieso wir das früher uns nicht besorgt haben. Das ist sowas von gemütlich. Ich glaube, wir fahren jetzt auch nicht mehr weiter. Also ja, die kann man halt so entsprechend zusammenklappen. So, einhändig ein bisschen schwierig, ja. So groß sind die dann. Natürlich, ja, ziemlich groß, aber die hat Olga hinten auf dem Gepäckträger. Wiegen natürlich auch ein bisschen was, aber ja, ich glaube... Oh ja, geil. Richtig nice, richtig gemütlich. Dann haben wir uns auch eine Thermoskanne gekauft. Ja, die ist jetzt natürlich auf jeden Fall für Heißgetränke noch nicht unbedingt brauchbar, aber das wird auf jeden Fall in China und in Russland, denke ich, auch auf jeden Fall kommen. Und bis dahin nutzen wir die einfach für kaltes Wasser. Das hält sich damit nämlich halt entsprechend auch richtig schön kalt. Und ja, eins noch, genau. Wir haben noch eine neue Soundbox, dass wir jetzt gerne Musik hören wollen, während des Fahrens oder am Zeltplatz. Und das ist schön, dass laut ist und guter Sound ist. Einmal das. Und haben wir uns ein neues Objektiv gekauft für die Kamera. Und zwar es ist so ein fester Objektiv mit einer festen Brennweite. Genau, 35 mm und eine Blende von 1,8, ne? Ja, 35 f 1,8. Für schöne Porträts oder für schöne Bilder. Hier haben wir jetzt einen Campingspot gefunden. Das ist, ja, hier gab es einen Waldbrand und jetzt sind die ganzen vertrockneten Blätter quasi auf den Boden gefallen, sodass man da gut sein Zelt aufbauen kann. Und zweitens, man hört es vielleicht auch, es regnet. Wir sind pünktlich zur Regenzeit wieder losgefahren. Das ist der erste Regen seit echt Monaten. Ja. Jetzt nur ein bisschen, aber ja, wir haben hier auf jeden Fall ein schönes Blätterdach, wo wir das Zelt drunter aufbauen können. Gucken wir mal, was die Nacht bringt. Ha? Und wir hier wegschwimmen. Guten Morgen. Gut geschlafen. Hier ist unser Zelt. Jetzt haben wir gerade gefrühstückt. Ich habe noch meinen Tee.
packe schon die Sachen. Ja, Olga packt schon fleißig. Ich schreibe gleich noch Tagebuch. Ja, ganz gut geschlafen, die erste Nacht wieder im Zelt. Am Anfang ein bisschen warm gewesen, aber ja, nachher kühlte das schon ab. War gut. Und ja, ich bin irgendwie ab und an ein bisschen aufgewacht, weil immer so viele Geräusche waren, Käfer und Vögel und so weiter. War auf jeden Fall schon mal wieder anders. Ja, genau. Die Blätter auf mich. War anders als im Apartment zu schlafen. Also jetzt nach 6 Wochen dann mal wieder draußen eine Nacht im Zelt. Aber nee, war gut. Und ja, wir sitzen wieder auf unseren Stühlen. Boah, das ist so gemütlich. Das war auf jeden Fall eine weise Anschaffung. Obwohl sie riesig sind und obwohl sie ein bisschen was wiegen, ich glaube, die werden wir schon ein bisschen behalten. Das ist so geil, das ist so gemütlich. Morgens und abends vorm Zelt auf dem Stuhl zu sitzen, mit so einer kleinen Rückenlehne sogar und dabei dann den Brenner anzuschmeißen und zu kochen. Absolut nice. Okay. Schon die ganze Zeit Baustelle jetzt, also bestimmt seit 10 Kilometern oder so, während wir langsam halt bergauf fahren. Bergauf haben wir gleich zum Glück geschafft, das sind noch irgendwie 2 Kilometer oder so, dann geht's bergab. Gucken wir mal, wie es mit der Baustelle dann wird. Ist auf jeden Fall echt ordentlich staubig, enge Straße, ja, halt im Allgemeinen natürlich immer nicht so schön. Gucken wir mal, hoffen wir, dass es gleich aufhört. Uff. Und wir wieder in Ruhe durch schöne Landschaften fahren können. Das bringt dann doch mehr Spaß. Mal sehen. Überall sind hier Waldbrände. Die Luft ist auch richtig scheiße. Ja, eigentlich schon irgendwie die letzten Wochen echt. Auch in Chiang Mai war die Luft immer richtig schlecht. Weil überall die Wälder brennen. Also ja, die Wälder zum einen wie hier, vor allen Dingen auch die Reisfelder, die werden abgebrannt zu dieser Zeit, damit man die dann danach halt neu bestellen kann. Ja. Aber hier brennen jetzt echt die Wälder. Die Luft ist dadurch echt richtig scheiße. Und der schöne Wald brennt ab. Scheiße. Vorne glaube ich wieder. Also ich weiß nicht, wie gut man es hier auf der Kamera sehen kann, aber also es ist ja mega diesig und überall links und rechts kommen so kleine Rauchwolken hoch. Gut, wir haben gerade eine kurze Pause gemacht und dabei oder auch eigentlich heute im Verlauf des Tages ist uns eine Idee gekommen.
Und zwar, ja, im Moment redet alle Welt über Greta und ihre Friday for Futures Bewegung. Und wir hoffen natürlich sehr, wenn dieses Video irgendwann mal online geht, dass es immer noch aktuell ist. Oder dass sie womöglich schon ihr Ziel erreicht haben. Wer weiß. Und auf jeden Fall haben wir eine Idee gehabt, unseren eigenen Tag zu kreieren. Und zwar den Thursday for Bicycles. Why not use a bicycle? Hashtag Thursdays for Bicycles. Ja, damit machen wir jetzt ein Bild, posten das. Und animieren Leute, mehr Fahrrad zu fahren. Genau, das ist der Plan. Ja, also warum nicht Fahrrad benutzen? Genau, wir sind mit dem Fahrrad von Deutschland nach Thailand gefahren, deswegen kannst du vielleicht mit dem Fahrrad einmal zum Einkaufen fahren oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Du wirst dadurch, ja, du wirst dich gut fühlen, du tust was Gutes fürs Klima. Und du wirst auch nichts vermissen. Du wirst fröhlich und glücklich sein. Da sind wir uns ganz sicher. Von daher, ja, why not use a bicycle? Also hier sind überall heiße Quellen. Hier ist auch so ein riesiger Parkplatz. Und hier gibt es jetzt ein Food Spa. Also hier kann man seine Pfoten einweichen. Und das ist genau das, was wir brauchen. Ich glaube, deine zeigen wir nicht. Deine sind natürlich sauber. Aber meine sehen echt ziemlich dreckig aus. Und deswegen... Es ist echt heiß. Echt heiß? Ja. So. Vielleicht im Winter macht man das. Aber im Sommer wärmt es sich noch dazu auf. Das ist wirklich ganz gut. Kein Trott. A bit cold? Okay, here is very hot. Wow, echt gut. So, ich glaube, wir haben uns dran gewöhnt. Echt geil, oder? Ja, aber wie viel Grad hat das Wasser? 40 Grad? Mehr, oder? Die sind schon fast durch. Die sind echt ein bisschen rot. Ja. Noch ein bisschen. Das hat mehr als 40 auf jeden Fall. Das hat bestimmt 45 oder 50. Ich weiß nicht, was willst du aushalten? Das war nicht so genau. Interessant. Boah, aber richtig, richtig schön. Ein gesundes Krebsrot. Gerade nach Ras genommen, bevor ich gar geworden bin. Ich weiß nicht, ob man es sieht auf der Kamera. Ja, doch, ich glaube ein bisschen. Boah, aber es tat echt gut. Ich glaube, sowas könnten wir jeden Tag nehmen, oder? Ja. Boah, guck mal, meine sind echt zum Fall. Die sind auch echt ganz schön rot. Aber man sieht es auf der Kamera nicht, glaube ich. Das sieht echt witzig aus. Ich habe gerade blaues Wasser zum Trinken geholt in einem Café. Ich dachte erstmal, das Gefäß wäre blau, aber nachdem das halbe Gefäß leer war, habe ich festgestellt, das Wasser ist blau. Dann habe ich nochmal gefragt, ob das richtig Trinkwasser ist. Sie meinen ja. Sehr gut. Ja. Oder kippt wieder hier rein oder trinken. Blaues Wasser. So. Hier ist unser Campingspot für heute. Nicht so ganz das Wahre, ehrlich gesagt. Da vorne ist die Straße, ihr seht's.
Ja, sind hier nicht weitergekommen. Wir wollten eigentlich irgendwie auf das Feld da. Das wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen, aber ja, wir sind hier jetzt nicht durchgekommen. Mal gucken. Wird, denke ich, schon funktionieren. Ja, ist jetzt hier ein bisschen mehr besiedelt oder überall Reisfelder und das ist quasi sehr nah, es kann man auch kein Zelt aufbauen. Und langsam sind wir echt müde. Ja, was haben wir jetzt heute gemacht? Tag ist schon abgebaut. Irgendwie 66? 66, irgendwie sowas, ne? Ja, stimmt. 67. Ja, das ist sehr gut für den zweiten Tag. Das passt. Ja, Zelt wieder, nur das Innenzelt aufgebaut. Irgendwie hat VD das irgendwie einerseits so gemacht, dass man es irgendwie aufbauen kann. Aber andererseits haben die hier keine ordentliche Lasche gemacht. Deswegen müssen wir das Ganze so machen. Ihr seht es, das ist quasi dieses Band mit diesem Steckverschluss, womit man das dieses Innenzelt quasi in das Außenzelt reinbaut. Und hier ist keine vernünftige Lasche, wo man die Stange reinmachen kann. Deswegen muss man das hier so bei dem Band machen. Also ja, das ist echt beknackt, dass sie das nicht gemacht haben. Weil das hier ist ja das zweite Mal, dass wir dieses Zelt haben. Das ist das VD Space L3P. Und bei der ersten Version, die wir hatten, da war das so. Da waren hier Laschen drin, wo man die Stangen schön reintun konnte. Und das haben die jetzt bei der neuen Version, das ist das gleiche Zelt, das ist die neue Version, da haben die weggemacht. Ja, wer mir das erklären kann, der kriegt einen Preis. Das ist einfach nur bescheuert. Tschüpp. Es gibt Reis mit Brokkoli und Tofu-Stückchen. Da ist der Tofu. Nice. Und Sojasauce. Wir haben vorhin noch einen anderen Radfahrer getroffen, Jake aus Großbritannien. Der fährt da hinten gerade zusammen mit Olga. Und ja, er ist auch nach Laos unterwegs, also ziemlich die gleiche Route wie wir. Gucken, wir fahren jetzt heute gemeinsam und jetzt suchen wir uns gleich einen schönen Campingspot. Haben wir schon auf der Karte gesehen, hier soll es irgendwo einen schönen großen See geben. Müssen wir mal gucken, wo das ist. Das könnte hier, glaube ich, sogar schon gleich sein. Und ja, dann gucken wir mal, wie es morgen weitergeht. Auf jeden Fall ja, auch ein netter Bursche. Gut, nächster Morgen. Wir sind ungefähr 10 Kilometer vor Chiang Rai. Ja, Jake ist auch noch mit dabei. Und wir fahren jetzt zu dem Weißen Tempel. So heißt der. Der ja, ist ein Stückchen vor Chiang Mai. Und das ist ein Tempel, der von einer Privatperson gebaut wurde mit ebenfalls privaten Finanzmitteln. Und der ist noch gar nicht so alt. Der ist irgendwie, ich glaube, 25 Jahre alt oder so. Und ja, wie der Name schon sagt, ist er komplett in weiß. Und ja, es ist durchaus ein buddhistischer Tempel, soweit ich weiß, aber es ist halt sehr viel so individuelle Kunst, sage ich mal, mit eingeflossen. Also der sieht zum Teil, glaube ich, ziemlich wild aus, dieser Tempel. Wir sind sehr gespannt.
Da fahren wir jetzt hin, das sind ja irgendwie noch 5 Kilometer oder so, glaube ich. Und dann gucken wir uns den an. Wir waren jetzt gerade in dem Haupttempel des Geländes. Da drin durfte man nicht filmen, haben wir auch nicht gemacht. Also ja, das hinter mir. Und es war nicht besonders groß, aber das Spannende waren die Wandmalereien da drin. Zwar war das ja eine Reflexion der heutigen Welt, würde ich mal sagen. Also in Tempeln, wie man es halt kennt, da sind dann halt zum Teil auch irgendwelche Bilder oder Abbildungen von vor 500 Jahren, von vor 1000 Jahren oder so, wie es halt damals war zu der Zeit, wo es gebaut wurde. Und in diesem Tempel sind jetzt Abbildungen von der heutigen Zeit. Das bedeutet, an den Wänden waren Malereien und da war Pikachu zu sehen, da war Michael Jackson zu sehen, da war Darth Vader aus Star Wars zu sehen, da war Avatar zu sehen, da waren irgendwie die Sailor Moon Girls oder sowas zu sehen. Da waren die ganzen Dinge zu sehen, die halt jetzt im Moment oder in den letzten Jahren halt irgendwie, ja, was weiß ich, im Fernsehen liefen, irgendwie die Kultur der Menschen irgendwie geprägt haben. Total abgefahren. Da waren die Twin Towers in dem Moment, wo das Flugzeug da reingeflogen ist. Das war echt, ziemlich krass, das irgendwie in einem Tempel so zu sehen. Aber es ergibt Sinn, weil es ist ein neuer Tempel und die Bilder geben das wieder, geben die heutige Zeit wieder halt. Ja, die Dinge, die heute relevant sind. Und ja, in 200, 300, 400 Jahren oder so, wenn der Tempel dann immer noch steht, werden die Leute hierher kommen und das auch als irgendwie historische Wandmalereien oder sowas sehen. Echt spannend. Das war auf jeden Fall mal echt ein richtig, richtig besonderer Tempel. Also ja, ganz was anderes, als man sonst irgendwie immer so sieht. Man sagt ja irgendwie immer, wenn man, hat man einen Tempel gesehen, hat man alle irgendwie gesehen. Ja, stimme ich vielleicht nicht unbedingt mit überein, aber ein Funken Wahrheit ist da vielleicht drin. Aber dieser Tempel, das war echt mal was richtig Besonderes, weil der vom Konzept her echt komplett anders war als alles, was wir bisher gesehen haben. Halt, ja, mit der Reflexion auf die heutige Zeit halt, was heute halt wichtig ist oder wie Jake eben auch gesagt hat, so Vorbilder oder sowas. Also damals hat man sich vielleicht irgendwelche Götter oder sowas zum Vorbild genommen und heutzutage sehen die Leute halt irgendwie Fernsehen und wollen Superhelden werden oder wollen irgendwie, oder für dieses Pokémon halt irgendwie das Wichtigste oder weiß der Geier was, irgendwie so in die Richtung. Und deswegen sind da diese Bilder jetzt zu sehen. Und das war echt mal richtig, richtig spannend zu sehen und vor allen Dingen auch, es ist ein riesiges Kunstwerk im Endeffekt, was absolut Sinn macht, diesen Tempel so auf diese Art und Weise zu bauen. Weil er genau das widerspiegelt, was heutzutage in der Welt abgeht. Es war auf jeden Fall einer der spannendsten Tempel, in dem wir bisher waren, absolut. Wir sind jetzt wieder alleine unterwegs, zu zweit. Jake hat uns in Chiang Rai quasi verlassen
der bleibt da jetzt eine Nacht bei einem Couchsurfing-Host. Wir waren gar nicht richtig in der Stadt eigentlich drin, sondern wir sind ja dran vorbeigefahren, mehr oder weniger, weil wir ja nur den Weißen Tempel eigentlich sehen wollten und das war ja absolut atemberaubend. Und jetzt sind wir ja ungefähr 70 Kilometer tatsächlich vor der Grenze zu Laos. Das bedeutet, ja, heute ist tatsächlich auch der letzte Tag in Thailand. Morgen früh wollen wir dann möglichst schnell ja über die Grenze rüber und dann werden wir uns in Laos ein Boot nehmen. Wir werden mit einem Slowboat, so heißt das irgendwie, den Mekong runterfahren bis nach Luang Prabang und von dort aus dann mit dem Fahrrad weiterfahren. Also es ist eine zweitägige Bootstour. Das ist der Plan und morgen früh gegen 11 Uhr oder so fahren halt die Schiffe los. Deswegen ja, wir versuchen heute noch so dicht wie möglich an die Grenze ranzukommen. Das heißt ja 100 Kilometer oder so werden wir heute machen. Morgen dann schnell rüber und ja, hoffen, dass das alles klappt. Aber ja, ich glaube, das kriegen wir hin. Von daher, ja, heute letzter Tag hier in Thailand. Noch mal ein bisschen in die Pedale treten und dann gucken wir mal, wo wir heute Abend landen. Wir sind gerade von der Hauptstraße runtergefahren. Suchen uns jetzt einen Zeltplatz. Und ja, das sieht auch schon durchaus ganz gut aus hier, glaube ich. Oh, vielleicht sogar einfach auf dem Teil hier. Ah, ich glaube, hier ist ganz gut, oder? Lass uns das nehmen. Warum nicht? Der Kollege war eben hier bei uns. Der war auf jeden Fall gut dabei. Fährt er jetzt mit seinem Motorrad weg. Zum Glück hat das 3 Räder. Sonst wird er das, glaube ich, nicht schaffen. Geiler Typ, ja. Er hat kein Wort Englisch gesprochen. Wir kein Wort Thai. Aber ein paar Lacher waren auf jeden Fall dabei. Ja, er hat Michel so herzlich umgearmt. Er war so froh, Michel umarmen zu dürfen. Das war schön. Sehr gut. Ja, guck mal, Zelt steht schon. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Diese Hütten, die stehen hier überall rum. Sind so, ja, ich denke für die Feldarbeiter irgendwie halt im Sommer. Wenn es halt super heiß ist, macht man da halt seine Mittagspause drinne. Halt Schatten. Und ja, frisches Lüftchen, wenn halt ein bisschen Wind ist. Ja, sehr schön. Wir kochen jetzt was zu essen und dann gehen wir früh schlafen, weil ja, morgen wollen wir früh aufstehen, damit wir schnell über die Grenze kommen und halt morgen früh unser Boot bekommen nach Luang Prabang entlang des Mekongs. Ja, jetzt ist 7 Uhr morgens und wir sind close zu der Grenze, sind ungefähr 10 Kilometer und dann verlassen wir Thailand. Wir waren fast zwei Monate hier, aber das haben wir uns gestern ein bisschen darüber unterhalten und zwar, wir waren mehr als Touristen hier, weil wir 6 Wochen in Chiang Mai quasi verbracht haben in einem Apartment, waren wir schön essen, haben uns massieren lassen. Ja, waren wir ein paar Mal auf dem Markt, das war glaube ich schon so mehr so das echte Leben. Aber so richtig tief in die Kultur sind wir nicht so richtig eingestiegen. Deswegen vielleicht müssen wir nochmal zurück nach Thailand. Aber hat uns auf jeden Fall sehr gut gefallen. Echt schöne Landschaften, freundliche Leute, leckeres Essen. Ja. Jetzt die letzten, ja weiß ich vielleicht gar nicht, die letzte Stunde oder so jetzt vielleicht tatsächlich in Thailand. Wir nehmen noch eine allerletzte Abkürzung, wie ihr sehen könnt. Das ist der offizielle Weg
Das ist, oder was heißt offiziell? Das ist der Weg, den Google Maps vorschlägt. Zu internationale Grenzen. Genau. Also, so sieht das hier aus. Nee, es gibt aber auch eine geteerte Straße, aber die ist ja irgendwie 3 Kilometer länger oder so. Als wir die hier dann gesehen haben, haben wir gesagt, ach ja, warum nicht? Hier ein bisschen gemütlich durch die Felder düsen. Die letzten Augenblicke in Thailand in Ruhe genießen. Ohne Autos. Ganz gemütlich. Okay, wir befinden uns im Niemandsland zwischen Thailand und Laos. Und an der Grenze haben die Leute uns eigentlich gesagt, wir müssen ein Busticket kaufen und mit dem Bus über die Brücke fahren, über den Mekong. Der Mekong ist der Grenzfluss. Und wir haben einfach irgendwie gesagt, so ja, nee, wir haben nicht so viel Lust auf Bus, wie die Fahrräder da reinzupacken und so. Und irgendwie haben sie dann auf einmal gesagt, ja okay, dann könnt ihr doch Fahrrad fahren. Und keine Ahnung, jetzt fahren wir da mit dem Fahrrad rüber. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Da vorne ist die Brücke. Mal sehen.